Hallo, liebe Zuschauer, und willkommen zu einem weiteren spannenden Rätsel. Heute stelle ich Ihnen eine Aufgabe, die Ihre graue Seele so richtig herausfordert. Und damit wir gemeinsam auf die Lösung kommen, empfehle ich Ihnen, ein Blatt Papier und einen Stift zu holen und mitzurechnen. Also, die Aufgabe lautet: Ein Blatt Papier ist ungefähr 0,01 Millimeter dick. Es wird 10-mal gefaltet. Wie dick ist das gefaltete Papier? 0,1 mm, 0,11 mm, 2,56 mm, 5,12 mm, 10,24 mm oder 1,024 mm. Der Trick in dieser Aufgabe ist zu wissen, was passiert, wenn man ein Blatt Papier einmal faltet. Wenn man eine Antwort auf diese Frage hat, kommt man einfacher auf die Lösung. Also, wenn man ein Blatt Papier faltet, legt man eine Hälfte des Blatts über die andere. Dadurch hat man jetzt doppelt so viele Papierlagen wie vorher und die Dicke verdoppelt sich. Im Hinterkopf müssen wir dann behalten, dass die Dicke des Papiers verdoppelt sich, wenn man das Papier einmal faltet. Mathematische Berechnung. Also, wenn die Dicke des Papiers sich verdoppelt nach einer Faltung, dann ist dann die Dicke des Papiers nach der ersten Faltung 0,02 mm. Wir können noch schreiben die Dicke des Papiers als 0,02 mm gleich 2 mal 0,1 mm, wobei 0,01 mm ist die ursprüngliche Dicke des Papiers. Dicke des Papiers nach der zweiten Faltung. Weil die Dicke des Papiers sich verdoppelt nach einer Faltung, die Dicke des Papiers nach der zweiten Faltung wäre dann 0,04 mm. Das heißt 0,02 mm mal 2. Wir können noch 0,04 mm schreiben als 4 mal 0,01 mm. Jetzt suchen wir die Dicke des Papiers nach der dritten Faltung. Analog zu der ersten und zweiten Faltung finden wir dann die Dicke des Papiers nach der dritten Faltung 0,08 mm. Wir können dann schreiben 0,08 mm ist nichts anderes als 8 mal 0,01 mm. Was stellen wir fest? Es entsteht ein Muster, und zwar die Dicke des Papiers nach P-Faltungen ist einfach mal die ursprüngliche Dicke des Papiers und die Anzahl der Faltungen. Das bedeutet, die Dicke des Papiers nach der ersten Faltung war 0,02 mm und wir haben dann 0,02 mm geschrieben als 2 mal 0,01 mm. Das wäre dann 2 hoch 1 mal 0,01 mm. Analog zu der Dicke des Papiers nach der ersten Faltung, die Dicke des Papiers nach der zweiten Faltung wäre dann 0,04 mm. Wir können dann schreiben als 2 hoch 2 mal 0,01 mm. Analog können wir auch schreiben die Dicke des Papiers nach der dritten Faltung als 2 hoch 3 mal 0,01 mm. In Allgemeinen schreiben wir dann, dass die Dicke des Papiers nach P-Faltung gleich 2 hoch P mal die ursprüngliche Dicke des Papiers, wobei D0 ist einfach mal die ursprüngliche Dicke des Papiers. Also in dieser Aufgabe ist D0 0,01 mm. P ist die
Anzahl der Faltungen. Und hier ist B10 gleich 10. D ist einfach mal die endgültige Dicke des Papiers nach B-Faltungen. Wir setzen hier die Zahlenwerte ein und wir berechnen dann die endgültige Dicke des Papiers nach 10 Faltungen. Die Dicke des Papiers nach 10 Faltungen wäre dann 2 hoch 10 mal die ursprüngliche Dicke des Papiers, das heißt 0,01 mm. Gleich, dann rechnen wir erstmal 2 hoch 10. Nebenrechnung, 2 hoch 10 ist nichts anderes als 2 10-mal. Also 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2, das ist nichts anderes als 32. Analog, 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2 ist auch 32. Ich rechne dann 32 mal 32. Also 32 mal 32 gleich, also wie geht man dann vor? 2 mal 3 ist nichts anderes als 6. 3 mal 3 ist 9. 2 mal 2 ist nichts anderes als 4. 3 mal 2 ist 6. Ich addiere, 4 kommt unten, 6 plus 6 ist 12, ich schreibe 2, ich merke 1. 9 plus 1 ist nichts anderes als 10. Dann 2 hoch 10, nichts anderes als 1024. Und die endgültige Dicke des Papiers nach 10 Faltungen ist dann 1024 mal 0,01 mm. Dann finden wir dann 10,24 mm. Die richtige Antwort ist dann die Antwort E. Die Antwort E ist dann die richtige Antwort, und zwar 10,24 mm. Das ist dann die endgültige Dicke des Papiers nach 10 Faltungen. Somit sind wir zu Ende dieses Videos angekommen. Wenn das Video Ihnen gefallen hat, dann unterstützen Sie mich, indem Sie den Kanal abonnieren. Vergessen Sie auch nicht, die Glocke zu aktivieren, um keine Video mehr zu verpassen. Ich würde mich auch über ein Like freuen. Wir sehen uns in der nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.